Ein Loch in der Sitzwange sieht richtig blöd aus, ist ärgerlich und wird nur noch schlimmer. In diesem Video zeigen wir, wie wir das reparieren. So, wir haben hier ein schönes G-Modell mit nicht mehr ganz so schönem Leder. Die ganzen Risse und Abfärbungen hier sind kein großes Problem. Die lassen sich durch Färben oder sogar durch die Hobby-Methode Tupfen gut beseitigen. Wir haben hier aber auch 2 Löcher bzw. Risse. Und das ist tatsächlich nicht mehr ganz so einfach, weil wir sagen immer, bis Stecknadelkopfgröße lässt sich unsichtbar reparieren. Bis 1 Euro Größe lässt es sich an sich noch haltbar, aber sichtbar reparieren. Und hier haben wir natürlich auch 2 Risse von, ich würde mal so schätzen, 2,5 bis 3 cm und einen guten Zentimeter. Also auf jeden Fall ein großes Loch. Das werden wir reparieren, werden wir wieder schließen, die ganze Sitzwange färben. Wir werden sehen, dass es viel besser aussieht als vorher. Was am Ende übrig bleibt, ist dann so. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt erstmal den Prozess und sehen uns dann am Ende nochmal zum Ergebnis wieder. Los geht's. Wir schauen uns nochmal die Vorherbilder im Detail an. Also wirklich eine mitgenommene Innenausstattung. Und ja, freut euch mal aufs Ergebnis. Da wird eine ganze Menge passieren. Ist aber auch eine ganze Menge Arbeit. Deswegen holt euch nochmal Popcorn, geht nochmal auf Toilette. Und dann geht's hier los. Der erste Schritt ist das Absaugen, ist ganz klar. Vor der Lederreinigung müssen wir alle Krümel und alle losen Partikel entfernen, damit wir am Ende nichts kaputt machen. Spätestens vorm Färben muss das alles weg. Das heißt, wir saugen erstmal gründlich den ganzen Innenraum und ganz speziell das Leder. Auch hier die Falte zwischen Sitzfläche und Sitzwange nicht vergessen, ein bisschen auseinanderdrücken und dann geht's an die Lederreinigung. Wir verwenden hier Lederreiniger stark und Lederreinigungsbürste einfach, weil wir ohnehin reparieren und hier sollte es schnell gehen. Hier könnte man in der Theorie sogar mit so einem Melanin-Zauberschwamm arbeiten, weil wie gesagt die komplette Lederschicht oder beziehungsweise der Farbaufbau wiederhergestellt wird. Deswegen spielt das keine Rolle. Wir nehmen aber die Lederreinigungsbürste, das reicht perfekt. Das Entfetten der Ledersitze erfolgt dann mit dem Lösungsmittelreiniger. Der entfettet einfach besser als Reinigungsbenzin und löst die obere Schicht besser an. Und bevor wir dann die Ledersitze schleifen, das machen wir einmal, um natürlich Kanten zu glätten, gerade an Löchern, um einen schönen Übergang zu haben, aber auch um die Haftung herzustellen. Nach dem Entfetten und nach dem Schleifen ist ganz wichtig, dass wir beim Schleifen nicht die Keder mitschleifen. Die hat eine glatte Struktur und die wollen wir nicht verletzen. Die ist auch noch intakt, da müssen wir nichts machen und die dann gründlich abkleben. Das ist wie gesagt so eine Kunststoffkeder, die wollen wir nicht mitfärben, deswegen kleben wir sie gründlich ab. Wir verwenden einen sogenannten Stoff zum Hinterkleben, der sorgt dafür, dass das Polster nicht später am Leder haftet, wenn wir die Löcher füllen, und hat selbst Kleber mit drauf. Während der Kleber dort aushärtet, nehmen wir Silikonprägematte, prägen dort eine Struktur ab, damit wir später beim Nachprägen der Oberfläche wieder eine ähnliche Struktur hinbekommen. Der Stoff zum Hinterkleben wird dann mit einem Föhn erhitzt, damit der Kleber gelöst wird und dann einfach angedrückt, damit es klebt. Wir tragen dann Leather and Plastic Paste ins Loch. Hier ist ganz wichtig, dünne Schichten und immer wieder zwischendurch trocknen. Das trocknet dann transparent, dann weiß man, dass es trocken genug ist. Und die letzte Schicht wird dann mit diesem vorher abgenommenen Silikonabdruck geprägt. Dafür auf 400 Grad erhitzen. Das könnt ihr über einen Föhn einstellen und am Ende, ganz wichtig, mit einem Kühlpad trocknen und aushärten, damit die Struktur auch in der geprägten Fläche sichtbar ist und übrig bleibt. Wir tragen den Lederfüller mit einem Schwamm auf, tupfen ihn auf, um Kanten- und Strukturunterschiede zu kaschieren, weil wir ja eben die Struktur neu geprägt haben und dann, damit wir wie gesagt so eine Art Übergang schaffen, tupfen wir Lederfüller auf. Das ist ein anderer Spachtel als die Plastic Paste, der trocknet halt wie gesagt ähnlicher wie so ein Spachtel, den man jetzt vom Autolack kennt, und der sorgt halt einfach dafür, dass wir später eine schönere Struktur haben und keine Übergänge zwischen reparierten Löchern und der normal reparierten Stelle. Kleinere Risse füllen wir einfach mit Flüssigleder, die werden dadurch einfach ein bisschen geglättet, das ist ein bisschen leichter in der Verarbeitung, ist nicht so temperatursensitiv und kann gerade bei sehr dünnen Rissen, Löchern, Falten und Brüchen wunderbar den Bereich reparieren. Das eignet sich dafür super und dann wird der Filler und Flüssigleder mit Infrarotlicht ausgehärtet. Muss man nicht machen, geht aber einfach deutlich schneller. Nach dem Erkalten werden die ganzen Bereiche nochmal nachgeschliffen. Ganz wichtig, hier, das seht ihr mit den kleinen feinen Linien, das ist ganz dünnes Tape. Das Fahrzeug hat nämlich Ziernähte und die kleben wir natürlich vor dem Färben und vor dem Schleifen ab. Also da Fummelarbeit definitiv notwendig, das dauert eine ganze Weile, aber lohnt sich auf jeden Fall, die Arbeit zu machen. Eine Besonderheit noch beim Flüssigleder, also dem Produkt, womit wir die ganzen Kanten gefüllt haben, das wird mit dem GLD-Stift geschliffen. Das sollte nicht mit einem Schleifpad geschliffen werden, sondern das schleifen und glätten wir mit einem GLD-Stift. Ja, Produkt findet ihr unten, ist dort auch verlinkt. Bevor wir dann ans Lackieren gehen, testen wir mit der Hand, ob alles glatt ist. Also einfach mit der Hand nochmal rüberfassen. Am besten dafür natürlich einen Handschuh anziehen oder halt nochmal entfetten danach, um zu gucken, ob überall glatt ist. Falls nicht, schleifen wir nochmal nach und dann nötigenfalls nochmal entfetten. Damit die Farbe auch gut hält, lackieren wir Grundierung auf. Das ist ein sehr flüssiges Produkt, da extrem
extrem dünn lackieren und darauf achten, dass keine Läufer entstehen. Die würde man später sehen, bevor es dann an die Farbe geht. Dann geht es ans Lackieren. Ganz wichtig, die Farbe wurde natürlich individuell angemischt, passend zum Farbton. Lasst euch nicht irritieren, dass es hier aktuell heller aussieht. Das ist üblich so, dass Farbe nass einfach anders aussieht, als wenn sie dann getrocknet ist. Wir verwenden bei der Farbe keinen Vernetzer, im Gegensatz später zum Topcoat, also zum, ich sag mal, Klarlack, wird das hier ohne Vernetzer lackiert. Das sorgt einfach dafür, dass die Farbe flexibler bleibt. Auch hier wichtig, lieber mehr dünne Schichten lackieren und zwischendurch trocknen lassen, als eine dicke Schicht und am Ende noch Läufer zu haben. Wichtig ist immer, alle lackierten Schichten trocknen zu lassen oder mit dem Föhn zu trocknen. Das geht ein bisschen schneller, ist dann natürlich manuelle Arbeit, bevor es dann im nächsten Schritt weitergeht. Am Ende lackieren wir 2 Schichten Topcoat, also ein durchsichtigen, klarlackartiges Produkt mit 2% Vernetzer. Das sorgt auch für die nötige Härte und Stabilität. Man sollte dann nicht zu viel Vernetzer reinmachen, weil dann wird die Farbe irgendwann brüchig. Also man muss immer so ein bisschen das Maß behalten zwischen Stabilität und Flexibilität. Wenn man jetzt Kunstleder zum Beispiel lackiert, würde man zum Beispiel mehr Vernetzer verwenden. Zwischen den Lackiergängen kann man noch zwischenschleifen, wenn es nötig ist. Muss man jetzt nicht nach jedem Gang machen, kann man aber vor dem letzten Gang machen, damit man ein optimales Ergebnis hat. Nach der Reparatur wird alles wieder entklebt, also das gesamte Klebeband abgezogen. Natürlich ist hier extrem wichtig, dass die Farbe und der komplette Lackaufbau schon komplett trocken ist. Am Ende können wir die Lederversiegelung mit der Pistole sprühen, dann können wir sie direkt aufsprühen oder wir können sie am nächsten Tag mit dem Schwämmchen nach 24 Stunden auftupfen. Würde man es direkt danach tupfen, könnte man die Farbe wieder lösen und fängt wieder von vorne an. Also entweder sprühen, trocknen lassen oder mit dem Schwämmchen nach 24 Stunden auftupfen. Und dann zeigen wir euch jetzt nochmal die Finish-Bilder. Die Reparatur ist erledigt. Es war sehr viel Arbeit, sehr viele einzelne Schritte, aber ich glaube, das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Am Ende vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was bei diesem Projekt auch besonders schwierig war. Es war im Innenraum zweifarbiges Leder. Also die Außenwangen waren einen Tick dunkler als die Sitzfläche. Und das da wieder abzunehmen, weil gerade fürs Farbemischen nehmen wir natürlich eine Fläche, die noch intakt ist, weil wir einen Originalton haben wollen. Und wenn man dann eine Seitenfläche genommen hätte, hätte man das komplette Auto in einem falschen Ton lackiert. Also so gibt es so ein paar tricky Parts bei so einer Lederaufbereitung, die man beachten sollte. Aber insgesamt, glaube ich, ein schönes Ergebnis, was sich wirklich sehen lassen kann, gerade im Vergleich zu vorher. Generell sage ich meinen Kunden immer, alle Löcher bis Stecknadel-Kopfgröße lassen sich unsichtbar reparieren. Alles, was größer ist, so bis 1 Euro Größe, lässt sich noch gut reparieren. Da kommt es aber auf die Struktur der Oberfläche an, ob man es danach sieht oder nicht. In jedem Fall ist es geschlossen, konserviert, wird nicht weiter reißen und bleibt stabil. Von daher muss man den Kunden bei so einem Schaden immer gut beraten, was geht und was auch nicht geht, damit die Erwartungen einfach nicht unrealistisch sind und der Kunde weiß, womit er rechnen kann. Es geht schon eine ganze Menge. Ich glaube, das Ergebnis kann sich hier echt sehen lassen. Der Ledersitz sieht wieder top aus und das Ergebnis passt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.